Es gibt ein Tier, das gilt als eines der zähesten Lebewesen der Erde. Man nennt es Bärtierchen. Und es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein winziger, achtbeiniger Bär. Dabei ist es kaum zu sehen. Die meisten Bärtierchen sind nur einen Zehntel bis einen halben Millimeter groß, kleiner als ein Sandkorn. Man braucht ein Mikroskop, um sie zu erkennen. Berühmt wurden sie durch ein Experiment. 2007 schickte eine Forschungsmission Bärtierchen ins offene Weltall und setzte sie dort dem Vakuum und der kosmischen Strahlung aus. Zurück auf der Erde erwachten mehrere davon wieder zum Leben. Selbst harte Strahlung steckt das Bärtierchen weit besser weg als wir. Dosen, die für einen Menschen längst tödlich wären, überlebt es im richtigen Zustand erstaunlich oft. Auch bei Temperatur ist es extrem. Im ausgetrockneten Zustand hält es kurzzeitig fast minus 270 Grad aus, nahe am absoluten Nullpunkt, und auf der anderen Seite über 150 Grad Hitze. Das Geheimnis ist ein Trick, der Kryptobiose heißt. Trocknet die Umgebung aus, zieht das Bärtierchen die Beine ein und schrumpft zu einer winzigen Tonne zusammen. Diese Form nennt man Tönnchen. Als Tönnchen fährt der Körper seinen Stoffwechsel auf nahezu Null herunter. Statt Wasser lagert das Tier einen besonderen Zucker namens Trehalose ein, der seine Zellen wie in Glas einbettet und vor dem Austrocknen schützt. Auch enormer Druck macht ihm wenig aus. Im Labor hielten Bärtierchen einem Vielfachen des Drucks stand, der in der tiefsten Tiefsee herrscht. Ein Wert, der die meisten Tiere sofort zerquetschen würde. Ein weiterer Schutz steckt im Erbgut. Bärtierchen besitzen ein besonderes Eiweiß, das Forscher Zub nennen, kurz für Schadensunterdrücker. Es legt sich schützend um die DNA und bewahrt sie vor Strahlung und Brüchen. Kommt später wieder Wasser dazu, geschieht das eigentliche Wunder. Das Tönnchen saugt sich voll, die Beine strecken sich und das Bärtierchen läuft weiter, als wäre nichts gewesen. Trotzdem ist es wichtig, ehrlich zu bleiben. Ein Bärtierchen ist nicht unsterblich. All diese Rekorde gelten nur für den ausgetrockneten Tönnchenzustand. Aktiv, mit Wasser und in Bewegung ist es empfindlich und lebt nur wenige Monate. Im Alltag lebt es deshalb bevorzugt dort, wo es feucht ist. In Moos, in Flechten, im Boden oder im Bodensatz von Seen, überall dort, wo ein dünner Wasserfilm die kleinen Achtbeiner umgibt. Genau dort kann es warten. Trocknet das Moos aus, wird das Bärtierchen zum Tönnchen und überdauert lange Durststrecken. Kehrt der Regen zurück, erwacht es oft nach Jahren einfach wieder. Aus der Nähe ist es fast schon niedlich. An jedem der 8 stummeligen Beine sitzen kleine Krallen und der runde Mund funktioniert wie ein Rüssel, mit dem es Zellen von Moos und Algen aussaugt. Ein halber Millimeter Leben, der Vakuum, Strahlung, Kälte und Austrocknung übersteht. Nicht unsterblich, aber vielleicht das zäheste Tier, das wir kennen. Wenn dich solche Fakten faszinieren, dann bleib neugierig.